Jo, was geht Leute, King ADB ist am Start. Heute geht es um Sword Art Online. Wir werden besprechen, warum Kirito im Koma liegt und wie er behandelt wird. Außerdem werde ich den komplizierten Plan von Kikuoka erklären. Let's get it! Sword Art Online macht es den Zuschauern nicht gerade einfach zu verstehen, was Sache ist. Die Erklärungen, die mal liefern, geben mir ein Gefühl, in einer universitären Vorlesung zu sitzen. Ich habe ja so lange gebraucht, um alles zu verstehen. Kirito wurde in einen Zwischenfall mit dem flüchtigen Death-Guard-Verbrecher verwickelt und ist deswegen in eine Art Koma verfallen. Das, was er von dem Verbrecher injiziert bekommen hat, sorgte dafür, dass sein Neuronalnetzwerk im Hirn beschädigt wurde. Also die Nerven in seinem Gehirn sind beschädigt. Als Herr Kikuoka davon erfuhr, dass Kirito angegriffen wurde, ließ er ihn in seine Forschungseinrichtung RAS bringen, um ihn da zu behandeln. Nicht weil er so nett ist, sondern weil es eine Win-Win-Situation für ihn und Kirito ist. Dazu später mehr. Kirito wird derzeit mit dem STL behandelt, die von RAS erstellt wurde. Das STL kann das Flaglight von einem Menschen in eine virtuelle Welt übertragen. Das Flaglight soll die Seele des Menschen darstellen. Ja, und wie genau hilft das STL jetzt Kirito? Das STL kann anscheinend auch das neuronale Netzwerk behandeln. Also was wir jetzt wissen ist, dass das STL zwei konkrete Dinge kann. Erstens die Seele in eine virtuelle Welt übertragen und zweitens das neuronale Netzwerk eines Menschen reparieren. Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Wie willst du verarschen, Herr Kikuoka? Als ob das alles ein Zufall ist. Ich habe diese Absurdität erst jetzt beim Skriptschreiben bemerkt. Leute, ich sage es euch. Kiritos Zustand ist die Schuld von Herr Kikuoka. Hier meine Begründung. Bevor Kirito ins Koma gesteckt wurde, hatte er eine Art Nebenjob bei RAS. Daraus kann man schließen, dass er normale Arbeitszeiten hat und nicht immer anwesend war. Er hatte ja schließlich noch andere Dinge zu tun. Herr Kikuoka aber wollte mit seinen Forschungsergebnissen schneller vorankommen und ließ so Kirito angreifen. Ich meine, Kiritos Neuronalnetzwerk wurde beschädigt und nur RAS kann ihn behandeln. Noch offensichtlicher geht es nicht. Dadurch, dass Kirito im Koma liegt und mit der Fullspec STL behandelt wird, kommt Herr Kikuoka schneller an seine Forschungsergebnisse. Deswegen sprach ich eben von einer Win-Win-Situation, was eigentlich, wenn meine Theorie stimmt, keine Win-Win-Situation ist. Was denkt ihr darüber? Glaubt ihr, Herr Kikuoka hat das alles eingefädelt, zumal Asuna und Kirito ihn von Anfang an nicht getraut haben? Schreibt es in die Kommentare. Wie sieht eigentlich Herr Kikuokas Plan aus? Das Ziel von Herr Kikuoka ist, eine künstliche Intelligenz zu bauen, die auf dem Bottom-Up-Type basiert, die man dann anschließend benutzt, um Kriege zu verhindern. Das Bottom-Up-Type soll das menschliche Gehirn mit 100 Milliarden Hirnzellen simulieren. Sie wollen also eine künstliche Intelligenz bauen, das ein Gehirn besitzt. Wie genau die das einsetzen wollen, um den Krieg zu stoppen, ist mir selber noch unklar. Ich habe die Vermutung, dass die entweder Roboter bauen werden, die sie dann im Krieg einsetzen, oder das wird ein Cyberangriff, der ganze Infrastrukturen lahmlegen kann. Was denkt ihr, wie werden sie die künstliche Intelligenz einsetzen? Schreibt es in die Kommentare. Der Hauptgrund, warum sie Kirito überhaupt brauchen, ist, weil die Bewohner von Underworld das Tabugesetz erschaffen haben. Aber das Ziel von Kikuoka und das Tabugesetz harmonieren nicht miteinander, da das Tabugesetz verbietet, Menschen Leid in irgendeiner Art und Weise zuzufügen. Deswegen brauchen sie Kirito, um das System buchstäblich zu hacken. Seine Aufgabe ist es, Alices Erinnerung zurückzuholen, damit sie ihr Flaglight analysieren können. Danach werden sie wahrscheinlich Quinella angreifen, um das Tabugesetz zu annullieren. Aber eigentlich könnten die auch einfach Yujios Flaglight analysieren, da er jetzt auch gegen das Tabugesetz verstoßen hat. Aber mal gucken, seit dem Vorfall mit Yujios Vergehen sind sie ja noch nicht zur realen Welt geswitcht. Es gibt ja die Möglichkeit, die Flaglights zu kopieren mit dem STL. Das funktioniert folgendermaßen. Das STL kann ja die Flaglights erkennen. Die Daten werden dann im Lightcube gespeichert und Daten kann man kopieren. So einfach ist das. Das Lightcube ist ein Datenspeichermedium, was aus Photonenkristall besteht. Es hat die Kapazität eines menschlichen Gehirns. Als Cardinal zu Kirito meinte, dass Quinella ihre Zwillingsschwester sei, habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Weil Cardinal die Herrin über die Sakralkünste ist, also sie wurde von RAS programmiert. Quinella aber wurde nicht von RAS programmiert, sie ist einfach ein Produkt von den Flaglights. Checkt ihr den Unterschied? Quinella wurde geboren, aber Cardinal wurde programmiert. Deswegen denke ich, dass sie keine blutsverwandten Schwestern sein können. Hier meine ausführlichere Begründung. Cardinal meinte ja, dass geheiratet wurde und jetzt passt auf. Und ein Mädchen wurde geboren. Die Betonung liegt auf ein. Wären sie Zwillingsschwestern, würde sie sagen, und dadurch wurden zwei Mädchen geboren. Dadurch, dass sie sich selbst nicht erwähnt hat, kann man folgende Schlüsse ziehen. Sie sind keine blutsverwandten Zwillingsschwestern und wenn sie nicht blutsverwandt sind, können sie überhaupt keine Zwillingsschwestern sein. Warum sagt dann Cardinal, sie wäre die Zwillingsschwester von Quinella?
Dafür gibt es meiner Meinung nach nur eine logische Erklärung. Dadurch, dass Quinella und Cardinal ungefähr die gleichen Fähigkeiten haben, betrachtet Cardinal Quinella als ihre Zwillingsschwester. Das würde auch Sinn ergeben. Cardinal ist die Herrin über die Sakralkünste und Quinella ist die Administratorin, die logischerweise auch alle Sakralkünste benutzen kann. Aber ich denke, Quinella kann noch ein bisschen mehr als Cardinal. Was genau, weiß ich nicht. Außer, dass sie halt mit der Außenwelt Kontakt aufnehmen kann. Aber ich denke, ihr ist das selber nicht bewusst, weil egal wie stark oder göttlich ein Anime-Charakter ist, er oder sie würde niemals drauf kommen, dass er vom Autor erschaffen worden ist. In dem Fall ist Ras der Autor und Quinella die Charaktere, die vom Autor erschaffen wurde. Halt das 2D-3D-Prinzip. Zusammengefasst glaube ich, dass der aktuelle Zustand von Kirito Kikoka zuzuschreiben ist. Die künstliche Intelligenz entweder ein Roboterangriff oder ein Cyberangriff wird und dass Quinella und Cardinal keine blutsverwandten Zwillingsschwestern sind. Eure Meinung würde mich jetzt echt wirklich interessieren. Stimmt ihr mir zu oder nicht? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich schon. Ich bin gehypt aus 2019. Es kommen viele Fortsetzungen raus. Im Winter sind es Mob Psycho, Kakegurui und Date Life. In der Spring Season Attack on Titan, One Punch Man und Bungo Stray Dogs. Und später im Jahr Boku no Hero Academia, Haikyuu und Made in Abyss. Food Wars ist noch nicht bekannt gemacht worden, aber ich denke mal, es wird dieses Jahr auch rauskommen. Wäre erschrecklich, wenn er erst 2020 kommen würde. Ja, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da und schaltet die Glocke ein. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Hiraischen und Jutsu ins neue Jahr. Jane!